Ich sterbe. Bienvenidos, amigos. Let's talk about Kolumbien mit unserem Gast Kati. Kati, Kolumbien. Kolumbien ist das viertgrößte Land in Südamerika, hat 50 Millionen Einwohner, was relativ viel ist. Ja. Hätte ich unterschätzt. Und wirst du denn oft gefragt, ob du Shakira kennst und Drogen dealst? Wie ist das so Genau. in deinem Also Leben hier? Shakira kennt man auf jeden Fall hier in Europa, in Deutschland, so generell, besonders für die Waka Waka, für die Weltmeisterschaft. Ja, also Kokain muss man auch damit leben als Kolumbianer, aber ist das einfach nur so als Spaß? Also man muss das eigentlich nicht alles so in Ernst nehmen und dann... Nervt dich das denn, oder? Am Anfang schon, das war schon so ein bisschen nervig, aber jetzt ist das so, mein Gott, wir kaufen ja das nicht. Also wir produzieren das, aber die anderen kaufen das. Von daher, Die Kunden sind hier. Wie würdest du Kolumbien mit 3 Schlagwörtern beschreiben, Kathi? warm, Leute, tropisches Wetter und leckeres Essen. Warme Leute, meinst du, warme Leute sind Deutsche kälter? Also wie würdest du warm beschreiben jetzt mit Menschen? Ja, also nicht so offener wie in Kolumbien sozusagen. Also da merkt man schon ein bisschen, wenn ein Deutscher nach Südamerika generell oder nach Kolumbien fliegt, dann fühlt sich man oder dieser Deutscher zu Hause. Dann ist das relativ einfach, da kann er mit jeder sprechen. Hier ist das ein bisschen zurückhaltender. Und Okay. wir sind nicht zurückhaltend, sondern wir sind immer, ja, hallo, wie geht's dir und so weiter. Und hier ist das ein bisschen noch geschlossen. Kolumbien hat eine wunderschöne Natur von Bergen, Wäldern, wunderschönen Stränden. Gut, du kommst aus dem Norden, also wirst du den Strand am meisten mögen. Genau. Das Schöne in Kolumbien ist, also auf die Seite, dann haben wir den Pazifik und auf der Seite haben wir den Atlantik. Also in Südamerika ist das der einzige Land, der 2 Ozeane hat und genau, deswegen kann man schon so ein bisschen entscheiden. Spanisch ist deine Muttersprache. Was mir aufgefallen ist, Venezuela und Ecuador haben wie Kolumbien die gleiche Flagge. Heißt das auch, dass ihr das gleiche Spanisch, sprich die gleiche Kultur habt? Also das war damals so mit Simón Bolívar. Er hatte diese Gran Colombia gegründet und seitdem haben die Ecuador und Venezuela so diese gleiche kulturelle Sachen. Aber einige Sachen sind dann natürlich gleich, einige Sachen sind auch noch ein bisschen anders in der Richtung Politik vielleicht. Und Spanisch, eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt. Gibt es gewisse Wörter, die dich zum Kolumbianer machen, die im Spanischen? Was, wenn jemand nach Kolumbien geht und schon Spanisch sprechen kann, was soll er aber in Kolumbien sagen und alle würden verblüfft sein, dass er das sagen kann? Ja, das sind immer die bösen Worte. Nein. Also zum Beispiel in Medellin, also so ein bisschen Nordmitte in Kolumbien, da sagt man Parcero. Okay. Das Parcero bedeutet Amigo, Amigo bedeutet Freunde. Und also wenn da jemand kommt und sagt, hey Parcero, wie geht's dir, dann ist das schon. Aber das ist in dieser Region von Kolumbien. Kathi, ich kann dich mit gutem Gewissen jetzt als eine Latina bezeichnen, ne? Ja. Was ist für dich ein Latino-Latina? Also Latina und Latinos sind die Leute, die aus den lateinamerikanischen Ländern kommen. Also so Mittelamerika, so wie Mexiko, Guatemala, Panama, Südamerika generell, da sind die ganzen Lateinamerikaner. Vielleicht ist es nur ein Klischee, aber ich stelle mir immer einen Latino vor, der auch vielleicht Frauen hinterher pfeift. Ja, stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also wenn du als gut aussehende junge Frau durch Bogotá gehst, wird dir hinterher gepfiffen. Ja, also so die Bauarbeiter. So richtig normalerweise klischeehaft. so richtig. Und dann, ja genau. Also manchmal ist das so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Was ist das typische Hobby? Also lernt ihr alle Salsa? Ja, die meisten, ja. Tanzen Jungs denn auch gerne Salsa? Ja, die tanzen gerne Salsa. Vielleicht nicht so wie bei uns hier, ne? Na, nicht so richtig. Hast du denn schon mal Disco Fox ausprobiert, Kathi? Den deutschen Tanz? Ja, habe ich probiert, habe ich versucht, aber das klappt ja nicht so ganz. Ich bin da schon so ein bisschen, weil das war lustig, als ich diese Salsa-Kurs teilgenommen habe, dann, ich habe das nicht gelernt zum Schritt 1 und 2 und jetzt 1, 2, 3. Ich habe das einfach nur so spontan gemacht und wenn ich das so lerne, dann drehe ich einfach durch, aber... Also ihr habt das wirklich erst im Gefühl, also dich verwirrt es, wenn ihr 1, 2, 3 lernt. Nee, wir lernen das nicht so. Kathi, was würdest du dir denn für Kolumbien wünschen,
Und was würdest du dir für Deutschland wünschen? Okay, für Kolumbien wünsche ich mir auf jeden Fall Sicherheit. Ich glaube, heutzutage, nach so ein paar Jahren, haben sie viele Dinge verbessert und Sachen, die mich super stolz machen. Und deswegen, aber da muss man ein bisschen noch dran arbeiten. Okay. Genau. Von Deutschland, was wünsche ich mir von Deutschland? Vielleicht ein bisschen warmes Wetter. Warmes Wetter? Das wünschen wir uns alle. Ein bisschen unmöglich, ein bisschen schwierig, aber sage ich das trotzdem. Und dass vielleicht noch die Leute ein bisschen offener sind. Wäre schon cool. Also wenn ihr Kathi auf der Straße trefft, könnt ihr sie gerne auch fragen. Genau, auch an sich, wie immer, schreibt eure Fragen in die Comments. Kathi macht gerne Werbung für Kolumbien. Wir freuen uns über jede Frage. Und Kathi, ich feiere Musica Latina. Was kannst du unseren Leuten empfehlen? Also Salsa würde ich auf jeden Fall empfehlen, ist ganz cool, weil da kann man schon so ein bisschen den Körper bewegen. Und das ist einfach, das genießt man einfach. Oder vielleicht ein bisschen, heutzutage ist es so diese Reggaeton, das kann man nicht so mit ein Paar tanzen, aber schon so ein bisschen den Körper, kannst Shaken? du alles machen, wie du möchtest. Ja, darüber spreche ich, genau das meine ich, die Musik. Aber ansonsten ist das alles super. Die Links, die Lieblingsmusik findet ihr dann auch in unserer internationalen Playlist. Ich sterbe. Genau, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und hasta luego, Lachinos und Lachinas aus. Hasta la vista. Hasta la vista. Tschüss. Tschüss. Okay. Okay.